Heute zeige ich euch, wie ihr am E87 die Stoßdämpfer hinten wechseln könnt. Viel Spaß! Bevor wir anfangen, wollte ich euch kurz zeigen, was mir ein Zuschauer geschenkt hat. Ein Hundenapf, aber nicht irgendein Hundenapf. Schaut mal hier. Sie tut nichts, sie will nur schrauben. Ist das der Hammer? Darüber habe ich mich riesig gefreut. Vielen Dank nochmal, Michael, für den super tollen Napf. Echt einmalig. Jetzt machen wir mit dem Stoßdämpfer weiter. Stoßdämpfer hinten zu wechseln ist ziemlich easy. Bevor man anfängt, alles auseinanderzunehmen, sollte man ein paar Dinge beachten. Kontrolliert vorher das Gummilager. Wenn es so aussieht wie hier, unbedingt mitmachen. Die Sicherungsmutter, die sitzt hier unten. Immer erneuern. Den Stütztopf braucht man meistens nicht erneuern, aber bei der Rostlaube denke ich, muss der auch neu. Was man immer neu machen sollte, ist das Stützlager-Unterteil. Die Dichtungstülle, das Stützlager-Oberteil, Zusatzdämpfer mit Schutzrohr. Wir fangen oben an. Um an den Stoßdämpfer ranzukommen, muss die Seitenverkleidung ab. Aber um die rauszunehmen, muss erstmal der Einlegeboden raus. Dann die Blende am Heckabschlussblech abbauen. Dafür nimmt man hier und hier die Abdeckkappen ab. Darunter befindet sich jeweils eine Kreuzschraube. Die rausschrauben. Dann hat man hier noch 2 Klipse. Die müssen auch raus. Danach kann man die Abdeckung nach oben abnehmen. Als nächstes das Lehnseitenteil ausbauen. Dafür die Rücklehne entriegeln und nach vorne klappen. Den Gurt um die Kopfstütze legen, damit er nicht stört. Jetzt das obere Teil nach vorne ziehen. So, und nach oben rausnehmen. Die Blende ab. Zuerst oben abziehen, dann unten rausheben. Für diejenigen, die hier eine Öse haben zum Verzurren, die muss auch ab. Nun kann man die Seitenverkleidung abnehmen. Man hebt die ein bisschen an und zieht die nach vorne. Hinter der schwarzen Kappe ist der Stoßdämpfer. Die kann man einfach abrupfen. Jetzt sieht man das Stützlager-Oberteil mit einer Mutter oben drauf. Die schraubt man mit einer 16er Nuss raus. Ich mache das mit einem Schlagschrauber, denn der Stoßdämpfer hat schon lange hinter sich. Danach kann man das Stützlager abnehmen. Als nächstes den Wagen anheben und das Rad abnehmen. Zum Schluss noch die Mutter hier unten mit einer 17er Nuss abschrauben und schon kann man den Stoßdämpfer rausnehmen.
rausnehmen. Schaut euch mal den alten Dämpfer an, wie verrostet der ist. Den hätte der Rost demnächst komplett zerfressen. Sowas ist auch nicht mehr verkehrssicher. Nächster Schritt, das Gummilager wechseln. Das hat der Rost auch schon ganz schön angefressen. Und das Gummi ist auch schon ziemlich porös. Dafür schraubt man die beiden Schrauben hier raus. Ich habe die bei mir schon durch neue Inbusschrauben ersetzt, als ich die Rostbehandlung gemacht habe. Die waren komplett weggegammelt. Und da wollte ich die natürlich vorher getauscht haben. Denn wenn man mit Hitze und Zahn an sowas rangeht, wäre ja der Rostschutz umsonst gewesen. Im Normalfall sind es 2 Torx-Schrauben, die man mit einer E12er-Nuss rausschraubt. Danach kann man das Gummilager nach oben rausnehmen. Das sieht auch schon ziemlich fertig aus. Wurde echt Zeit, das zu wechseln. Jetzt das neue Gummilager von oben wieder einsetzen. Die Muttern zeigen nach oben. Vorher natürlich ein bisschen sauber machen. Ob so oder so rum, ist egal. Dann die beiden Schrauben von unten rein und die mit 50 Newtonmeter festziehen. Als nächstes kommt der neue Stoßdämpfer rein. Schutzrohr mit Zusatzdämpfer drauf, Stütztopf drauf, unteres Stützlager drauf und die Dichtungshülle drauf. In der Reihenfolge. Dann zuerst unten in das Gummilager rein, dann den Dämpfer zusammendrücken und oben durchführen. Die neue Mutter unten am Stoßdämpfer ansetzen und mit 38 Newtonmeter festziehen. Vorher war es eine 17er Schlüsselweite, jetzt ist es 16er. Kommt immer auf den Hersteller drauf an. Falls sich der Dämpfer mitdrehen sollte, kann man mit einem Schlüssel hier unten gegenhalten. Die Größe ist wieder herstellerabhängig. Hier ist es ein 6er. Nächster Schritt, das Rad wieder dran. Dann das Fahrzeug komplett ablassen. Die Räder werden mit 120 Newtonmeter festgezogen. Ach so, bevor die Schlaumeier mit ihrem Halbwissen wieder schreiben, der Stoßdämpfer muss in Normallage festgezogen werden. Bla bla bla. Nein, muss er nicht. Es gibt Fahrzeuge bei BMW, wo man das machen muss. Zum Beispiel beim E92 S65, aber bei dem nicht. Das Lustige ist ja, dass ja manche denken, dass das Fahrzeug in Normallage ist, wenn sie den BMW auf die Räder stellen. Völliger Unsinn. Normallage bei dem bedeutet, Fahrzeug steht vollgetankt auf den Rädern. 2x68 Kilo auf den Vordersitzen, Sitze in Mittelstellung. 68 Kilo auf der Rücksitzbank in der Mitte und 21 Kilo im Kofferraum in der Mitte platziert. Das ist Normallage beim E81 und E87, aber das nur nebenbei. Machen wir weiter im Programm. Nun kommt das neue Stützlager mit der neuen Mutter oben drauf und wird mit 27 Newtonmeter festgezogen. Wenn sich der Stoßdämpfer mitdreht, kann man hier gegenhalten. Um das auch mit dem Drehmomentschlüssel festziehen zu können, braucht man so einen Krähenfuß. Ich ziehe das mit einem gekröpften Ringschlüssel vor und dann mit dem Drehmomentschlüssel fest. Die Kappe wieder drauf. Die Seitenverkleidung wieder rein.
das Lehnseitenteil wieder rein. Vorher den Clip abnehmen. Der hat hier so eine Lasche. Da drauf drücken und abnehmen. Der wird hier drauf gesteckt, so dass diese Nasen hier einrasten. Dann darauf achten, dass diese Nase hier reinkommt und diese Nase hier rein. Dann einfach nur draufkloppen. Der Gurt kann auch wieder zurück. Die Abdeckung drauf. Die Blende wieder ran. Die Schrauben werden nur handfest angezogen. Und zum Schluss noch den Einlegeboden wieder rein. Fertig. So, das war's auch schon wieder für heute. Ich möchte mich bei allen Zuschauern für den super tollen Support, die vielen Kommentare und die vielen Likes, die ich immer von euch bekomme, herzlich bedanken. Vielen, vielen Dank für alles. Alle Teile und Werkzeuge habe ich euch wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Gina.